Hallo liebe Uhrenfreunde, wir unterhalten uns heute über die 5 größten Fehler beim Uhrenkauf. Nummer 1. Beim falschen Händler kaufen. Was versteht man darunter? Ein falscher Händler ist für mich der sich nicht mit seinem Kunden auseinandersetzt, der den Kunden nicht berät, der ihm nicht die Zeit gibt. Und nicht kaufmännisch agiert. Das heißt Service, 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 auch wenn es schwerfällt. Und Seriosität natürlich. Seriosität setze ich voraus. Und ganz wichtig, Auswahl. Es ist ganz wichtig, verschiedene Produkte zu sehen, in die Hand zu nehmen, sich vorher zu informieren, bei verschiedenen Händlern und dann mit einem gut zusammenzuarbeiten. Einfach sprechen. 2. Uhren nur als Geldanlage zu kaufen. Genau. Warum? Wenn ich eine Uhr ausschließlich aus dem Grund der Geldanlage kaufe, fehlt mir die Emotionalität. Eine Uhr ist ein Luxusgegenstand, der sollte Spaß machen, der sollte auch getragen werden. Es gibt Kunden, die kaufen Uhren, die werden nie aufgezogen, die werden in den Safe gelegt. Die Uhr ist dem Kunden eigentlich auch ein bisschen egal. Also der Uhr tut es auf jeden Fall gut, wenn sie nicht getragen wird. Aber ich gebe dir recht, Uhren müssen leben mit ihren Trägern. Und das größte Problem, wenn Uhren nur als Anlage gekauft werden, ist, falls die Uhr wirklich mal weniger wert wird, hat man einen Fehler gemacht. Und wenn man die Uhr kauft, weil man Freude dran hat, hat man nie einen Fehler gemacht, egal wie sich die Preise entwickeln. Fehler Nummer 3. Den Preis in den Vordergrund stellen. Das ist aus meiner Sicht falsch. Manchmal ist mehr besser. Lieber ein paar Monate länger sparen, lieber genauer schauen und vielleicht etwas mehr Geld ausgeben, aber dann die Qualität, den Service, den Kundendienst, die Garantie vom Händler mitkaufen. Die bessere Uhr ist möglicherweise etwas teurer, aber auf lange Sicht immer die bessere Anlage, wenn man jetzt unter dem Anlagegesichtspunkt das betrachten möchte. Bei den Uhren ist es wichtig, auf die Qualität zu achten, dass die Zifferblätter original sind. Uhr vollständig ist, Boxpapiere möglicherweise. Speziell bei alten Uhren wird das natürlich auch mit mehr bezahlt, aber es ist natürlich auch viel seltener. Und das sind dann die Sachen, die wirklich nicht häufig auf dem Markt auftauchen. Man muss genau betrachten, was ist alles dabei. Eine Uhr, die Originalpapiere und Box, ein Originalzifferblatt mitbringt, darf mehr kosten wie eine Uhr, bei der das fehlt. Deshalb ist Information wichtig und ein Gespräch mit dem Händler Pflicht. Preis-Leistung muss stimmen und das kann man nur dann herausfinden, wenn man mit jemandem spricht, der Erfahrung hat. Ganz genau. Und da sind wir auch schon bei Fehler Nummer 4. Kompromisse schließen beim Uhrenkauf. Ich finde es falsch, wenn man bei dem Kauf seiner Traumuhr einen Kompromiss macht. Es gibt Leute, die brauchen einfach eine neue Uhr und die kaufen dann eine gebrauchte und sind unglücklich. Das ist einfach ein Fehler. Manche Leute wollen eine Uhr unbedingt mit Originalbox und Papiere und lassen sich dann doch weich quatschen von einem Händler und kaufen eine ohne und sind unglücklich. Der Kompromiss kann auch daran liegen, dass man sich nicht seine Traumuhr kauft, sondern statt der Submariner bei der Datejust hängen bleibt und dann immer das Gefühl hat, man hätte doch noch. Das ist für mich einer der großen Fehler beim Uhrenkauf. Lieber ein Jahr länger sparen und auch da lieber mal mit dem Händler sprechen darüber, seine Bedürfnisse erzählen und dann das kaufen, was einem wirklich Freude macht und was einen glücklich stimmt. Und sich Träume erfüllen. Und jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 5. Seine Lieblingsuhr seiner Frau leihen. Ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber es ist ein Fehler. Warum? A, kommen die meistens nicht mehr zurück, die Uhren meine ich natürlich. Oder B, sie sind total zerkratzt. Und das macht auch keine Freude. Wir kennen Kunden, die kaufen sich eine Uhr und kommen genau eine Woche später wieder und kaufen sich nochmal die gleiche Uhr. Da wissen wir schon immer, was los ist. Also, Männer, seid schlau. Ihr Frauen, ihr werdet es uns verzeihen. Männer, verleiht eure Traumuhr nicht. Kauft eurer Frau eine schöne Uhr, vielleicht auch 2, aber nichts verleihen. Frauen, kommt gleich zu uns. Lasst euch von uns beraten. Wir finden eure Traumuhr. Wir freuen uns da sehr drauf. Und der Trend zur Zweit- oder zur Drittuhr ist ja auch schon festzustellen. Wir hoffen, euch auch mit diesem Tutorial, wo es nur theoretisch um Uhren ging, geholfen zu haben. Bleibt dabei, schaut unsere Videos und wir freuen uns über jedes Abo. Ich hoffe, dass meine Frau mir jetzt nicht böse ist, dass wir das gesagt haben. Solange ich nicht die Uhr von meiner Frau tragen muss, ist alles okay. Vielleicht kommt noch der Trend, wo Männer anfangen, kleine Damen. Die kleine Dame. Da hätte ich jetzt 30 Euro.